denke, man muss sich ein bisschen darüber einig sein, was man sagen sollte oder was man auch mal, wo man einfach auch mal die Klappe halten sollte. Und das ist, glaube ich, finde ich, die Diskussion. Weniger, was man sagen darf oder nicht darf. Ich darf alles sagen, nur es ist eben nicht immer klug und nicht immer rücksichtsvoll und sinnvoll. Ja, sobald man gegen irgendwas ist man irgendwie, irgendwas ist man immer. Vom Rassist angefangen bis alt, irgendwas ist man immer. So viel Wind um nichts sozusagen. Ich sehe keine Gefahr der Meinungsfreiheit in Deutschland. Gott sei Dank nicht. Ich glaube, es gibt andere Länder auf der Welt, in denen man sich sehr wohl bedroht fühlen kann. Aber hier noch Gott sei Dank nicht. Nein, man muss in Deutschland keine Angst haben, was zu sagen. Aber ich habe beobachtet, dass die Szene sehr vorsichtig geworden ist. Also man wagt gleich gar nicht mehr etwas. Dabei sind ja gerade die großen Sachen, die gewagt wurden, die Sachen, die uns vorwärts gebracht haben. Es trifft Schauspieler und Musikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Publizisten. Einige behaupten, die Cancel Culture hätte mittlerweile Bühnen, Universitäten, Verlage und Buchhandlungen, ja den gesamten öffentlichen Raum erreicht. Beispiele gibt es einige. So sorgte die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling mit ihren Tweets über Transmenschen immer wieder für Kontroversen. Im Netz wurde darauf mit Rest in Peace J.K. Rowling dazu aufgerufen, sie zu Grabe zu tragen und ihre Bücher nicht mehr zu lesen. Der Kabarettistin Lisa Eckhardt wurde vorgeworfen, bei einem Auftritt antisemitische Klischees bedient zu haben. Daraufhin wird sie von einem Festival in Hamburg ausgeladen. Schauspieler werden aus Filmen, Gedichte von Hauswänden und Autoren aus Verlagsprogrammen entfernt. Cancel Culture, was man unter diesem Begriff versteht, ist gar nicht so klar. Der Begriff wird vor allem verwendet im öffentlichen Raum, um zu sagen, es gibt sowas, direkt übersetzt könnte man sagen, Kultur des Absagens, also dass Verbote ausgesprochen werden oder Druck ausgeübt wird, um eine bestimmte Werteorientierung durchzusetzen. Also wer soll auftreten, welche Bücher soll man kaufen, welche Filme soll man lesen, welche Spiele soll man spielen und so weiter. In Wiesbaden stritten im Februar Magistrat und Intendanz der Maifestspiele über Auftritte der russischen Sopranistin Anna Netrebko, der eine Nähe zu Wladimir Putin nachgesagt wird. Was maßen Sie sich eigentlich an? Dann gehen Sie doch einfach. Während die einen den Beschuldigten diskriminierendes Verhalten vorwerfen und sie aus der öffentlichen Aufmerksamkeitszone verbannen wollen, wehren sich andere dagegen. Sie sehen in der Cancel Culture den Versuch, unter dem Vorwand moralischer Überlegenheit die Meinungsfreiheit, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft massiv einzuschränken. Für Kritiker ist Cancel Culture eine Gefahr für die demokratischen Grundrechte. Dr. Andrea Geier, Professorin für Germanistik an der Universität Trier, sieht das anders. Es ist eigentlich ein Kampfbegriff, der nämlich so tut, als wenn es immer Konsequenzen gäbe. Also canceln klingt ja so, als würde was passieren. Die meisten Fälle, die unter Cancel Culture verhandelt werden, sind aber eigentlich Fälle, in denen es was zu diskutieren gibt. Und das ist gar keine schlechte Sache. So. Nur öffentlich wird es eben sehr stark mit Verboten und mit Druck identifiziert. Ist die Kultur der Absagen also nur ein Gespenst oder ist sie eine ernsthafte Bedrohung für jede Art von Debatte? Geht es um Wahrheit oder Zensur? Cancel Culture hat für mich irgendwie keine Relevanz oder sowas. Ich finde, das ist ein Begriff, der in der Politik viel genutzt wird, um zu negieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass man in Deutschland sagen kann, was man möchte. Und man muss nicht jedes Wort dreimal auf die Waage legen, um zu überlegen, ob man es benutzen darf oder nicht. Dahinter steckt eine ziemliche Überheblichkeit, selber bestimmen zu müssen, was andere jetzt noch dürfen oder nicht. Aber ich muss mich davon ja nicht beeindrucken lassen. Ich meine, das Schlimmste ist eigentlich diejenigen, die schreien, die dürfen nicht und bekommen eigentlich damit die größten Medien. Ich meine, die sitzen bei jedem Talkshow und erzählen, dass sie dürfen nichts sagen. Und der wichtige Punkt ist zu sagen, immer genau hinzuschauen, gab es denn wirklich Konsequenzen? Oder was war die eigentliche Debatte? Was war der Anlass der Debatte? Und oft wird der Anlass weggenommen und ganz nur drauf geguckt, was diejenigen, die in diesen Fokus geraten sind, sozusagen für sich, von sich selber sagen, was sie dabei erlitten haben. Ja, ein sehr komplexes Thema. Aber Dr. Rainer Becker vom Demokratiezentrum Hessen an der Uni Marburg hilft uns da jetzt gerne sicherlich noch ein bisschen weiter. Schönen guten Abend. Herr Becker, ist Cancel Culture ein Phänomen unserer Zeit? Und falls ja, woran liegt das eigentlich?
Also ich denke, Cancel Culture ist deswegen ein Phänomen unserer Zeit, weil die Räume für Meinung, für Meinungsäußerung viel, viel größer geworden sind als früher. Da spielen die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Sie spielen eine wichtige Rolle für vielerlei Gruppen, die vielleicht vorher auch nicht so gehört wurden und nicht wahrgenommen wurden. Und ich würde Frau Geier sehr zustimmen. Wir müssen schon sehr, sehr genau schauen, geht es da nicht eigentlich auch um einen Kampfbegriff, um Diskurse und Diskussionen, die möglicherweise unbequem sind, unter einem solchen Label wie Cancel Culture sozusagen wegzupacken und beiseite zu schieben. Jetzt haben wir ja gerade die Woche der Meinungsfreiheit. Was genau heißt denn das Wort eigentlich Meinungsfreiheit und wie ist es im Gesetz festgelegt? Nun, die Meinungsfreiheit ist natürlich ein sehr, sehr hohes Gut in unserem Grundgesetz. Dazu gehört die Versammlungsfreiheit, genauso wie die Kunstfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit. Das ist ein sehr, sehr hohes Gut und wir legen auch sehr, sehr viel Wert in einer Demokratie auf Meinungsfreiheit. Aber Meinungsfreiheit heißt nicht, dass ich andere Menschen anfeinden, beleidigen und bedrohen kann. Und deswegen kennen wir auch juristische Grenzen. Wir kennen beispielsweise im Strafgesetzbuch die sogenannte Volksverhetzung. Aus guten Gründen ist die Leugnung des Holocaust in Deutschland strafbar. Oder auch nach dem Mord an Walter Lübcke nochmals verschärft der Paragraph 188, wo es um die Beleidigung, die üble Nachrede und Verleumdung von Personen des politischen Lebens geht, weil auch hier viele, viele Erfahrungen gemacht wurden. Wir führen beispielsweise gerade eine Studie in Hessen durch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass die Hemmschwelle bei vielen, vielen Menschen sehr gesunken ist. Und das ist das, was besorgniserregend ist und nicht die Art und Weise, wie wir vielleicht teilweise auf auch etwas ruppigen Wege versuchen, Diskurse neu zu führen. Und wie sehen Sie das? Wie ist Ihre Meinung? Bedroht Cancel Culture die Meinungsfreiheit? Ich denke nicht. Eine Grenze ist dann immer erreicht, auch im öffentlichen Diskurs, wenn es nicht mehr um die Sache geht, sondern sehr, sehr stark auf die Person gezielt wird. Und insbesondere die Verkürzungen in den sozialen Medien verleiten sehr dazu, zu polemisieren und dort möglicherweise auch sehr stark Personen in Misskredit zu bringen. Aber man darf auch nicht vergessen, und auch hier nochmals der Bezug auf meine Vorrednerin, was ist eigentlich Anlass dafür gewesen, für das, was wir unter Cancel Culture verstehen? Denn zur Demokratie gehört eben auch, dass wenn ich öffentlich mich äußere, ich natürlich auch in einer gewissen Kritik stehe. Die Gesellschaft ist insgesamt wesentlich sensibler geworden. Wir haben mehr Räume, um uns sozusagen zu beobachten. Das ist schwieriger geworden, das ist richtig, aber unter der Bedingung findet im Moment natürlich insgesamt der öffentliche Diskurs statt. Und es entlastet nicht von dem, was wir in der Öffentlichkeit auch sagen, dass wir dafür auch ein Stück weit dann die Verantwortung übernehmen. Was kann man dann dem Canceling entgegenstellen und wie können wir Menschen wieder vielleicht mehr auch alle miteinander ins Gespräch kommen? Das ist natürlich eine große Frage. Als Politikwissenschaftler würde ich das natürlich als ein sehr komplexes Phänomen betrachten. Aber wenn wir das auf die persönliche Ebene runterbrechen, dann gelten meiner Meinung nach so gewisse moralische Klugheitsregeln auch. Also zum einen können wir prüfen, so wie ich erwarte, wie mit mir gesprochen werden soll, so spreche ich mit anderen Menschen. Und das gilt auch für die sozialen Medien. Da können wir uns alle selbst prüfen. Und das Zweite, das denke ich, ist eine Erfahrung, die wir während der Pandemie gemacht haben, wo wir sehr starke Polarisierung erlebt haben. Manchmal ist es sehr, sehr gut, dass wir über bestimmte Dinge erst einmal auch nicht sprechen. Es gibt viele, viele andere Themen, über die wir im Gespräch bleiben können. Und manchmal ist es vielleicht klug, Dinge, die wir nicht auflösen können, auch erstmal nicht anzusprechen. Dankeschön, Herr Dr. Becker, für das Gespräch und dass Sie heute Abend Zeit hatten und uns live zugeschaltet waren. Vielen Dank. Gerne. Also, nicht alles, was kritisch ist oder in Frage gestellt wird, ist gleich Cancel Culture. Aber wir sollten alle auch mal reflektieren, wie wir miteinander umgehen und andere so behandeln und zu Wort kommen lassen, wie wir es uns selbst auch wünschen würden.